Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen gefährdet unsere medizinische Versorgung. Eine Hoffnung ist, dass Digitalisierung dem Mangel entgegenwirken kann. Doch bis Roboter eigenständig operieren und unsere Alten pflegen können, werden noch Jahre vergehen. Was kann man schon jetzt gegen den Fachkräftemangel tun? Wir sind in Kempten und unterwegs mit einem der Gründer von Mia Video. Praktische Erfahrungen in der Klinik führten zur Gründung des Start-ups, welches empathische Aufklärungsvideos für Patienten produziert. Zur Gründungsidee von Mia Video kam es durch meinen Einsatz hier im Krankenhaus. Als Arzt selber habe ich festgestellt, dass die Patienten immer dann das Gespräch aufgenommen haben, wenn mein Timeslot schon zu Ende war. Und dann konnte ich nicht Fragen beantworten, wie zum Beispiel, muss ich das Medikament absetzen vor einem Eingriff? Darf ich das weiter einnehmen? Muss ich nüchtern bleiben? Was muss ich sonst noch beachten? Mein Name ist Paul Romanski, ich bin Facharzt für Innere und Notfallmedizin, einer der Gründer und der CEO von Mia Video. Mia Video ergänzt die Arzt-Patienten-Kommunikation dahingehend, dass wir die Grundlagen übernehmen und der Arzt mit dem Patienten in ein individuelles Gespräch einsteigen kann und ihm nicht mehr alles von Anfang an vermitteln muss. Das Ganze in bis zu 40 Sprachen, klar verständlich, ohne Fachjargon. Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen nimmt dramatische Ausmaße an. 2022 gab es in Deutschland 290.000 unbesetzte Stellen. 2035 werden es 1,8 Millionen sein. Das entspricht in etwa 1/3 aller Stellen im Gesundheitswesen. Es wird also immer wichtiger, das vorhandene Personal zu entlasten. Wie es so schön heißt, das wichtigste Gerät im Krankenhaus ist das Faxgerät. Es ist vieles noch manuell, es läuft noch teilweise in einigen Bereichen über Zettelwirtschaft. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Die klassische, in Anführungszeichen, Bettkantenchirurgie, wo man sich auf die Bettkante setzt, mal die Hand hält und das einfach mal in Ruhe erklärt, kommt dadurch vielleicht zu kurz. Dem muss man entgegenwirken, aber prinzipiell sollten Veränderungen gerade im digitalen Bereich möglichst zeitnah erfolgen und den Patienten einfach mit ins Boot holen. Ein Aufklärungsgespräch vor einer Operation dauert im Schnitt 27 Minuten. Mit Mia Video verkürzt sich das Gespräch auf nur 6 Minuten. In dieser Zeit geht es ausschließlich um individuelle Fragen des Patienten. Das sorgt für mehr Vertrauen und Empathie. Das Ganze soll dazu führen, dass der Patient deutlich weniger Angst vor Behandlungen, vor Diagnosen hat, weil die Angst die zentrale Emotion ist, die im Krankenhaus vorherrscht. Mit einem Portfolio von insgesamt 400 Videos will Mia Video 95% aller Arzt-Patienten-Gespräche abdecken. Doch die Pläne sind weitaus umfangreicher. Die Phase 2 wird bereits jetzt vorbereitet. Da geht es um eine eher interaktive Form der Aufklärung, sodass die Patienten dann auch mit den Videos interagieren können, durch einfache Ja-Nein-Fragen Videos mit bearbeiten können. Und im Hintergrund dieser Bearbeitung werden dann digitale Aufklärungsbögen erstellt, die dann die Papieraufklärungsbögen ersetzen sollen. Das wird den Fachkräftemangel nicht bekämpfen können. Dafür ist es einfach nicht komplex und komplett genug. Aber ja, es wird uns sicherlich unterstützen und einen Teil der Zeit, die uns fehlt, auch geben können. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen hat viel aufzuholen. Aber kurz- und mittelfristig einsetzbar sind innovative Technologieanwendungen in den Bereichen Kommunikation, Telemedizin, künstliche Intelligenz und Datenverarbeitung. Die langfristige Lösung sollte, glaube ich, eine kombinierte Lösung sein aus digitaler Unterstützung, adäquater Manpower und einer guten Ausbildung. Ein einzelner Punkt alleine wird nicht ausreichen. Wir können nicht sagen, nur durch Digitalisierung wird das Gesundheitssystem auf einmal wieder gut. Das ist es nicht. Aber es wird besser. Und alles, was uns besser macht, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es sind die vielen kleinen Dinge, die etwas bewegen können. Ideen aus der Praxis, wie Mia Video. Ein Gewinn für das medizinische Fachpersonal und die Patienten.